Ja, herzlich willkommen hier. Hier mal so einen Bagger. Willkommen aus der Slowakei, aus Spišské Podhradie. Oh, wir haben so viele Programme, die sind fantastisch. Morgen und übermorgen sind wir in Berlin. Dann kommt ein Rosso, ein Band. Und wir machen ein Musical. Ich hoffe, dass ich viele neue Leute kennenlerne. Und neue Freundschaften. Weltbewegend. Unter diesem Motto treffen sich 150 Jugendliche aus Mittel- und Osteuropa zu einem interkulturellen Projekt. Sie gehören zum jugendsozialen Netzwerk Soziomovens und wurden von der Kommende Dortmund eingeladen. Ich möchte einfach diese Woche genießen. Das Projekt findet auf einer Fazenda statt, einem suchttherapeutischen Bauernhof in der Nähe von Berlin. Vor dem gemeinsamen Gottesdienst werden die Jugendlichen von Paul Stapel, dem Europaverantwortlichen der weltweiten Fazenda-Bewegung, persönlich willkommen geheißen. Soziomovens ermöglicht die Begegnung von Jugendlichen aus 8 verschiedenen Ländern. In ihrer Heimat setzen sie sich für die Lösung sozialer Probleme ein. Dieses Engagement geschieht aus einer christlichen Überzeugung. Seit 2013 führt Soziomovens jugendsoziale Projektwochen in 6 osteuropäischen Ländern durch. Auch aus anderen Ländern gibt es bereits Anfragen für weitere Kooperationen. Auf geht's nach Berlin. Genügend Zeit, die Deutschkenntnisse aufzufrischen. Momento. Rutsch mir dein Buckel runter. Ich meine, das ist einfach immer... Du bist wie eine Rose zwischen den Muvenzähnen. Der Ausflug verfolgt nicht nur das Ziel, Berlin kennenzulernen. Wir fahren nach Berlin, wir fahren in verschiedene soziale Brennpunkte und wollen einfach fragen und uns schauen, wie ist eigentlich das Gesicht der Armut in dieser Stadt. Wir wollen sehen, wie können wir als Christen, als Menschen uns für andere engagieren. Und darüber sind wir dann auch im Austausch mit den Jugendlichen aus den unterschiedlichen Ländern. Das Café Beispiellos ist eine Einrichtung der Caritas im Erzbistum Berlin. Hier werden Menschen beraten, die von Glücksspiel und Internetsucht betroffen sind. Eine Gefährdung für Jugendliche geht vor allem von den sozialen Medien aus. Aber wer nutzt sonst, wenn sie zu Hause sind, täglich Facebook? To dziennie chodzi na Facebooku, kiedy doma. Mit Hilfe der Werbung von Prominenten werden Glücksspiele zunehmend salonfähig gemacht. Wie gut, dass es Angebote wie das Café Beispiellos gibt. Die Freunde in der Heimat werden nicht vergessen und mit interaktiven Grüßen bedacht. Bei der Sozialkonferenz zum Thema Armut stellt sich die parlamentarische Staatssekretärin des Gesundheitsministeriums, Ingrid Fischbach, den kritischen Fragen der Jugendlichen. Das ist unser Problem. Wir haben zu wenig Nachwuchs. Und
deswegen müssen wir überlegen, wie wir unsere guten sozialen Sicherungssysteme demografiefest machen. Das bedeutet, dass dieses System kann nicht weiter funktionieren. Haben Sie schon einen Plan oder wie kann man das wechseln? Er muss dann die Lücken, die entstehen, privat absichern oder durch eine besondere Versicherung. Der Aufstieg zur Kuppel des Reichstags darf natürlich nicht fehlen und wird mit einem tollen Ausblick über Berlin belohnt. Anschließend bleibt noch etwas Zeit für einen Gang zu dem Wahrzeichen Berlins, dem Brandenburger Tor. Berlin ist wunderbar. Beim Besuch der Konrad-Adenauer-Stiftung ist sogar der Namensgeber in Lebensgröße präsent. Für ihre politische Arbeit unterhält die Stiftung Büros in allen Teilen der Welt. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Einrichtungen. Wir wollen Engagement, soziales Engagement. Wir möchten also, dass ihr euch nicht nur auf euer Fach konzentriert, auf die Universität, sondern dass ihr die Zeit auch nutzt, euch für die Gesellschaft einzusetzen. Also keine Angst. Ich kann nur jeden auffordern, es zu versuchen, auch wenn er nicht ganz an Mutter Teresa oder Albert Einstein herankommt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung engagiert sich in den Heimatländern der Jugendlichen. Das hat verschiedene Gründe. Das Besondere an Mittel- und Osteuropa ist ja, dass die jungen Menschen eine neue Generation darstellen. Sie haben nicht diese Erfahrung der Vergangenheit, sie sind frisch, sie sind unverbraucht und sie möchten etwas bewegen in ihren eigenen Ländern. Und die Möglichkeiten, die Ihnen der demokratische Rechtsstaat jetzt gibt, das ist etwas Neues und das möchten wir als Stiftung auch unbedingt unterstützen. Die Barriere zwischen den verschiedenen Sprachen wird auf besondere Art und Weise überwunden. Ich denke, dass ich mache nichts, dass wir von vielen verschiedenen Ländern sind, weil wie Sie haben gesagt, alle können sprechen mit einer Sprache, die wir alle verstehen, und das ist die Sprache unserer Herz. Nach einem ereignisreichen Tag in Berlin geht es zurück auf die Fazenda. Der Start in den Tag beginnt mit einem geistlichen Impuls aus der Bibel. Der Sports for Peace Würfel ist ein wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit von Soziomolens. Er bietet täglich ein anderes Motto, das den biblischen Impuls aufgreift und durch den Tag begleitet. Make a difference, ne? Sei anders. Große Ziele können wir nur gemeinsam erreichen. Heute sagt die Welt, wer soll egoistisch sein, wer soll an uns nur denken. Heute hören wir von Krieg, von vielen Sachen, aber wir sind ausgewählt, anders zu leben und diese Liebe zu verteilen. Können wir wiederholen das Wort? 1, 2, 3. Make a difference. Endlich ist es soweit. Die internationale Band Gen Rosso trifft auf der Fazenda ein, um mit den Jugendlichen das Musical Streetlight einzuüben. Bei der Aufteilung in 9 verschiedene Workshops ist für jeden etwas dabei. Open, not here but here. You close and 4.
Left, right, pan, 7, 8. Beim Hip-Hop-Workshop muss jede Bewegung stimmen und sollte natürlich nicht vergessen werden. Attention, don't hit your friend, okay? Szóval egy kicsit nehéz, de sok gyakorlással menni fog. Én bízok benne, hogy menni fog. Hiszek magamba. And 1, 2, 3, 4. Yes. Nach 4 Stunden harter Arbeit steht erstmal eins auf dem Programm: Erholung. Sok lenne, Itt voltam! Ein wichtiges Element der Arbeit von Soziomovens sind erlebnispädagogische Übungen. Beim Ausbruch muss die Gruppe versuchen, aus ihrem Gefängnis zu entkommen, ohne das Flatterband zu berühren. Das Spiel setzt sie vor ein Problem. Sie müssen aus diesem Gebäude heraustreten. Um herauszukommen, müssen sie zusammenarbeiten. Das Zweite ist, es wird Gemeinschaft dadurch geschaffen. Nur gemeinsam können sie ausbrechen. Es gibt dann am Ende keinen Verlierer, nur Gewinner, denn die ganze Gruppe schafft es am Ende dann, in dieser Zusammenarbeit herauszukommen, dieses Problem zu lösen. Und alle haben sich daran beteiligt und stehen geeint als Gruppe am Ende als Gewinner da. Am Abend versammeln sich alle Teilnehmer, um zur Ruhe zu kommen und um die Eindrücke des Tages zu reflektieren. Hierzu wird das Tagesmotto des Sports for Peace Würfels wieder aufgegriffen. In ihren Ländergruppen tauschen sich die Jugendlichen darüber aus, welche Erfahrungen sie mit dem jeweiligen Motto gemacht haben. Amen. Der lang ersehnte Moment ist gekommen. Im Studio des Admiralspalastes im Herzen Berlins werden die Jugendlichen zusammen mit Gianrosso das Musical Streetlight aufführen. Die Nervosität steigt. Also die Choreografie, ja, die ist etwas kompliziert und wir wissen nicht genau, was wann kommt und sowas Ähnliches. Ja. I think that I can forget those steps. It is my problem. That I fell down is the worst scenario that I could imagine, and I hope it will be good. Streetlight handelt von den beiden Freunden Charles und Jordan, die in einem berüchtigten Stadtteil von Chicago leben. Jordan ist Teil einer Straßengang, die das gesamte Viertel kontrolliert. Charles gehört zur Streetlight Band, einer Gruppe von Jugendlichen, die sich für eine friedlichere Welt einsetzen. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer anderen Gang spricht sich Charles gegen Rache aus.
Mit seinem Einsatz für Gewaltlosigkeit bringt er die Gangmitglieder gegen sich auf und bezahlt dies mit seinem Leben. Das Engagement der Streetlight Band für ein friedliches Zusammenleben wird im Verlauf des Musicals immer wieder zum Ausdruck gebracht. Nach der gelungenen Aufführung ist die Anspannung verflogen und die Jugendlichen feiern ihren Erfolg. Na samym początku tak, ale później jak zobaczyłam, jak wszyscy razem współpracują, jak razem wszystko to tworzymy, to przestało mieć jakiekolwiek. Nie miałem wątpliwości, bo włożyliśmy w to za dużo pracy i za dużo siebie prosto z serca, żeby to się nie udało po prostu, to się musiało udać. A najlepsze jest to, że nie pamiętamy w każdym razie ja nie pamiętam połowy występu. W ogóle nie pamiętam, czy zrobiłam wszystkie kroki i po kolei pytałam się koleżanek i kolegów, czy wszystko oby zrobiłam, więc to było po prostu... Udało nam się, to najważniejsze, że nam się udało i to najlepsi. Tak, byliśmy najlepsi. Thank you for coming. Streetlight.